Moin Leute, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt und herzlich willkommen zu diesem Motorrad-Testbericht über die Afrika Twin CRF 1100 im Vergleich zur alten, zur RD07. Bevor das Video startet, eine Info zur Transparenz voraus. Dass hier unten Werbung steht, das liegt daran, dass mir die CRF von Honda kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Trotzdem teile ich hier meine ehrliche und offene Meinung mit euch. Ich habe also keine Vorgabe, was ich hier sagen darf und was nicht. Dass ich dieses Video mache, ist auch auf den Wunsch der Community hin entstanden. Also von daher, das ist hier eine ganz ehrliche, lockere und offene Geschichte. Das möchte ich einfach, dass ihr das wisst, und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit meinen Erfahrungen des letzten halben Jahres mit der CRF 1100. Und die Kamera läuft. Als Motorradfahrer teilen wir alle eine große gemeinsame Leidenschaft: der Spaß am motorisierten Zweirad. Als Afrika Twin-Fahrerin spüre ich nochmal eine besondere Begeisterung für alle, die diese legendäre Reise-Enduro ebenfalls fahren. Oh yeah, es ist ein Afrika Twin. Yay, cool, hi. Oh, ich freue mich immer so. Ich finde es immer cool. Doch was macht die Afrika Twin so besonders? Für mich sind es vor allem 3 Dinge, die die Afrika Twin auszeichnen. Robustheit. Ja, gerade bei dem Sturz ist auch ja nichts passiert. Also ist noch nicht mal ein Kratzer am Koffer. Vielseitigkeit. On the road oder off-road. Es ist ein Motorrad, was einem sehr viel möglich macht. Und ich liebe das ja, flexibel zu sein. Von daher fühle ich mich da halt besonders wohl drauf. Und ein weiterer wesentlicher, prägnanter Punkt: Sicherheit. Ob im Winter bei Frost oder im Sommer mal luftig bekleidet, auf diesem Motorrad fühle ich mich wohl. Es fährt ohne viel Tamtam, zuverlässig und sicher, denn es macht, was ich will. Also der perfekte Begleiter für jedes Abenteuer, dachte ich mir, als ich im November 2017 vom Fahrschulmotorrad auf mein erstes eigenes Motorrad, die Afrika Twin RD07, umstieg. Die war deutlich höher und schwerer als die Kawasaki, auf der ich den Führerschein gemacht hatte. Es brauchte ein paar Umfaller. Scheiße. Okay, ja, das war dann auch mal wieder typisch. Und Fahrpraxis, weswegen die Frontmaske irgendwann auch mehr aus Tape als aus allem anderen bestand und mittlerweile erneuert ist. Deswegen ist sie nicht mehr rot, sondern weiß. Die Afrika Twin RD07 war mir ein treuer Begleiter auf vielen Reisen, unter anderem durch den Balkan, Marokko, Schweden, Portugal, Korsika, Spanien und vielem mehr. On-Road sowie Off-Road. So viele Leute haben mir gesagt, das Motorrad ist zu schwer, damit kannst du niemals zur Wüste fahren und sowas. Und das stimmt einfach nicht. Es ist einfach ein super tolles Motorrad. Und es geht so viel um Technik und um Mut und um Vertrauen in sich selbst. Das ist alles, was zählt. Und jetzt hier ist es auch gerade gefragt. Doch die 180.000 Kilometer Laufleistung machten sich irgendwann bemerkbar. Sie hatte einen erhöhten Ölverbrauch und es kostete auf Reisen Zeit, das entsprechende Öl zu besorgen, wenn die Kanister, die ich dabei hatte, leer waren. Ich habe irgendwie keinen Bock, so viel Öl immer mit durch die Gegend zu fahren. Als ich nach 6,5 Jahren von der RD07 auf die CRF 1100 umstieg, fühlte sich das erst noch ungewohnt an, so ein neues Motorrad zu fahren. Das Motorrad unter mir heißt nicht mehr Queenie, sondern Twini. Das Baujahr ist nicht 2002, sondern 2023. Statt eines V-Motors ist unter mir nun ein Reihenmotor. Immer noch flüssigkeitsgekühlt und mit 2 Zylindern. Im Gegensatz zur RD07 lässt sich die Sitzbank der CRF 1100 in 2 Stufen verstellen, sodass ich zwischen 85 und 87 cm Sitzhöhe wählen kann. Als 1,75 Meter große Frau ist dies eine perfekte Höhe für mich. Zwar hat sich die Sitzhöhe damit nicht groß geändert, trotzdem sitze ich auf der CRF bequemer, da meine Beine gefühlt weniger angewinkelt sind. Das macht vor allem lange Fahrtage angenehmer. Das Gewicht von 230 bis 250 Kilo schwankt bei beiden Motorrädern je nach Ausstattung und Anbauteilen. Allerdings liegt laut meinem Empfinden der Schwerpunkt bei der CRF weiter unten, sodass ich sie leichter vor einem Umfaller retten kann, wenn sie zu kippen droht. Also da kann man
guten Gewissens überall mit anhalten. Sicher gibt es Fahrzeuge, die deutlich leichter im Gelände zu handeln sind. Doch ich komme damit klar, beziehungsweise habe gelernt, dass es okay ist, umzufallen oder ins Straucheln zu geraten. Ja, und wenn die dann so einen gewissen Winkel erreicht hat, dann hältst du da auch nichts. Das ist so, ja, keine Chance. Und am Ende hängt es vor allem vom Können des Fahrers ab, ob ein Motorrad zu schwer ist. Die RD07 bekomme ich ohne Gepäck und in entsprechender Lage alleine aufgehoben. Ich heb dann mal meine Maschine auf. Okay. Ja, das hat mich da hier doch mal glatt gerissen. Queenilein, du wirst auch nicht erleichtern. Oh Mann. Ja, schön. Leute. Mit der CRF 1100 klappt das ähnlich, gut oder schlecht. Ja, sie ist nicht leicht. Aber es kommt auf die richtige Technik an und natürlich spielt die Bodenbeschaffenheit auch eine große Rolle. Und so einen Umfaller steckt die Afrika Twin leicht weg, dank der Sturzbügel und entsprechender Handguards, auf die ich nie verzichten würde. Ich muss mal zur Optik sagen, dass ich dieses Modell, also die CRF 1100 von 2023, ein bisschen einen Tacken zu blau finde. Ansonsten finde ich sie optisch mega geil. Was ich sehr, sehr feiere, sind diese roten Elemente hier. Das finde ich richtig, richtig stylisch. Die Tricolor von 2025 hat zum Beispiel einen höheren Weißanteil. Und die schwarze Variante besitzt ebenfalls diese roten Streben. Aber gut, das ist reine Geschmackssache und auch nur Optik. Was man nicht sieht, aber fühlt, sind die PS. Die Leistung wuchs mit 102 PS um nahezu das Doppelte. Statt 5 Gängen habe ich nun 6. Ob hier so Kurven fahren und viel auf und ab, da merkt man die PS halt besonders, ne? Ob die Mehrleistung im Alltag wirklich nötig ist? Ganz klar, nein. Auch mit der RD07 komme ich überall hin. Schließlich fahre ich ja kein Rennen, sondern will mir die Welt angucken. Ich habe ja immer gesagt, mehr brauche ich nicht als die 65 PS, die die RD07 hat. Und ich stehe da nach wie vor zu, man braucht es nicht, zwangsläufig, um Spaß zu haben. Aber es ist einfach nur bequemer, sage ich jetzt mal. Es ist bequemer, wenn du am Gashahn ziehst und da passiert mehr als mit der RD07. Ne? Nach wie vor, ich werde die RD07 behalten. Ich fahre damit immer noch gerne und sage dennoch, CRF 1100 ist ein neues Modell und nimmt einem vieles ab, macht das Fahren leichter. Miau. Das Tankvolumen ist auf 18,8 Liter geschrumpft. Ob das reicht? Die 24 Liter, die der Tank der RD07 fasst, waren immer ausreichend. Ob in Europa oder in Afrika, ich habe nie auf dem Trockenen gesessen und brauchte auch keinen Zusatzkanister. Das habe ich mit der CRF bisher ebenso erlebt. Ich habe jetzt hier heute die 8000 Kilometer auf dieser Afrika Twin CRF 1100 von 2023 voll gemacht. Also ich bin quasi ein halbes Jahr damit gefahren. 1500 Kilometer circa waren schon drauf. Also ich habe da so, ja, was sind das? 6500 Kilometer habe ich damit jetzt zurückgelegt. Der Verbrauch lag dabei meist zwischen 4,9 und 5,5 Litern. Ob voll beladen mit Reisegepäck oder ohne, spielt dabei keine große Rolle. Der Verbrauch ist ähnlich. Im Gegensatz zur RD07 tanke ich die CRF 1100 guten Gewissens mit E10. Das ist in dem Fall ausdrücklich erlaubt und günstiger. Werfen wir einen Blick ins Cockpit. Wo die RD07 einen Tripmaster und mechanische Instrumente hat, ist bei der CRF 1100 ein großer Multi-Informationsdisplay mit schmalerem Bildschirm darunter. Die beiden können so einiges. Wie zum Beispiel Auskunft über die noch verbleibende Reichweite geben. Wenn die Warnleuchte der Kraftstoffreserve aufleuchtet, verbleiben noch ca. 3,5 bis 4 Liter im Tank, also 60 bis 80 Kilometer. Hilfreiche Info, wie ich finde. Ebenso wie die Uhrzeit, Bluetooth-Verbindungen, Außentemperatur, momentaner Verbrauch, Batteriespannung, Datum, Kühlmitteltemperatur, Ganganzeige, Drehzahlmesser und ob der Seitenständer ausgeklappt ist.
Um die CRF entsprechend der Situation anzupassen, lassen sich verschiedene Modi wählen, wie Tour, Stadt, Schotter, Offroad und 2 Benutzerprofile, die entsprechend eigener Vorlieben selbst eingestellt werden können. Außerdem lassen sich hier die technischen Assistenzprogramme, über die die CRF verfügt, konfigurieren und einstellen. Wie zum Beispiel das ABS, die Traktionskontrolle, Motorleistung, Motorbremse und vieles mehr. Dass diese jedoch auch störend sein können, habe ich im Gelände festgestellt. Alter, ich drehe voll am Gas durch! Dementsprechend lernte ich, Traktionskontrolle und Wheelie Control im Gelände auszumachen. So, ich mache mal eben hier meine Traktionskontrolle aus. Ich gehe hier in Reiter 4, dann drücke ich einmal auf Enter und bin dann hier in der Traktionskontrolle. Die kann ich jetzt durch Klicken des Schalters hier von 1 bis auf 7 hoch in die verschiedenen Stufen einstellen. Ich möchte jetzt aber, dass sie komplett ausgeht, deswegen halte ich den Schalter einfach mal nach links gedrückt und ich sehe, dass die Traktionskontrolle hiermit ausgeschaltet wird. Wenn ich will, dass sie wieder in Stufen einstellbar ist, halte ich den Schalter ganz lange gedrückt in die andere Richtung und dann gehe ich mal runter hier zur Wheelie Control und auch da funktioniert das genauso. Es gibt 3 Stufen, in die sich das Ganze einstellen lässt und auch hier durch das Gedrückthalten des Schalters in die linke Richtung geht die Anzeige auf 0. Ah, schön, Flussbett. Vielleicht doch mal nochmal meine Traktionskontrolle ganz raus. Ich habe sie jetzt wieder mit 1 drin, weil jedes Mal, wenn man das Motorrad ausmacht, muss man es halt wieder einstellen. Genau, sobald das Motorrad neu gestartet wird, ist die Einstellung jedoch erneut erforderlich, da sonst beide Systeme wieder eingeschaltet sind. Gucken, dass ich jetzt hier aus dem Sand rauskomme. Ich könnte mein ABS mal ausmachen, ne? Meine Traktionskontrolle, aber egal. So sehr ich die CRF 1100 Offroad auch liebe, also ich finde ja, Offroad macht mit diesem Motorrad auch richtig viel Spaß. Das ist eine Sache, an die ich mich erst gewöhnen musste. Oh, hier wird's matschen. Wow. Ein technischer Helfer, den ich erst mit Skepsis genutzt und dann schnell lieben gelernt habe, der Tempomat. Bei solchen Abschnitten, wo es jetzt hier zum Beispiel wie hier 40 Kilometer einfach nur entspannt geradeaus geht, mit einer konstanten Geschwindigkeit, ist es echt angenehm, einfach den Tempomat reinzumachen. Dann kann man auch mal die rechte Hand vom Lenker nehmen und mal einmal so ein bisschen sich mobil machen, bewegen. Das finde ich gerade bei langen Strecken, bei langen Fahrtagen sehr wichtig, immer mal wieder sich ein bisschen zu bewegen, nicht wie so ein steifer Brocken da auf dem Moped zu hängen. Ich hatte bei der RD07 an dem Gasgriff immer so eine Plastikhilfe, wo man so die Hand drauflegen konnte, damit man nicht permanent den Gasgriff so fest umschließen musste. Aber das hat sich mit der Zeit dann auch immer verrutscht und so. Also das ist schon trotzdem ein bisschen anstrengender, damit dann auch eine konstante Geschwindigkeit zu halten, als wenn du jetzt hier einfach so einen Knopf drückst und der haut dir dann permanent die 97 km/h rein. Ein weiteres Highlight im neuen Frontbereich, was ich halt sehr praktisch finde, ist, dass man hier diese Stromlademöglichkeiten direkt am Motorrad schon serienmäßig dran verbaut hat. Das habe ich ja bei der Queenie, also bei der RD07, nachträglich noch selber alles gemacht. Kann man machen, aber ist halt auch was nicht immer ganz so zuverlässig funktioniert hat. Das ist eben bei einem neuen Motorrad, wie jetzt bei der CRF 1100, wirklich richtig entspannt. Man kann sich darauf verlassen. Also zumindest seit ich sie jetzt fahre, funktioniert das einwandfrei. Hier vorne lade ich jetzt auch gerade noch die Kameraakkus für die GoPros. Zack, alles gut für einen Tag voll mit guten Energien für Mensch und Tier? Nee, Technik. Ich kann während der Fahrt mein Sena laden, was für mich immer sehr wichtig ist, weil ich darüber eben auch Audioaufnahmen für die Videos mache. Genauso wie, dass ich das Handy lade. Und das brauche ich halt auch dadurch, dass ich damit navigiere am laufenden Band. Und das ist dann wunderschön, wenn das am Ende des Fahrtages 100% Akku hat. Ja, das Fahren mit dem Apple CarPlay, das dann hier vorne auf dem Display zu sehen ist, ist einfach... Ja, machen wir uns nichts vor, eine ganz andere Nummer, als wenn du das hier nur auf einem kleinen Handy-Display hast. Motorrad starten, Kommunikationssystem anschalten, per Bluetooth mit der Africa Twin koppeln, dann kommt das Handy ans Kabel. Wichtig ist hier ein hochwertiges Ladekabel zu nutzen, meine sind von Anker, in der Videobeschreibung verlinkt. Und schon wird Google Maps vom Handy auf das Display der Africa Twin übertragen und kann hier per Berührung gestartet werden.
Und los geht die Fahrt. Der große Vorteil gegenüber der Navigation mit dem Handy und auch manchen Navis: du hast keine Irritationen, wenn Regen ist, was ja auf dem Handy ist, wenn der Regen aufs Display fällt, dass dann immer mal wieder irgendwelche Phantomaktivitäten stattfinden, weil das Handy denkt, du tippst da irgendwas ein, aber nein, das ist nur der Regen. Von daher, das feiere ich hier wirklich sehr, diese technische Komponente, die bei diesem Motorrad einfach viel weiter ist als bei der RD07. Und ein weiterer großer Vorteil, den ich am Navigieren mit Google Maps schätze, sind die Stauinfos, die immer sehr aktuell reinkommen und mir unnötige Wartezeit und unangenehme Überraschungen ersparen. Einen Nachteil hat die viele serienmäßig verbaute Technik auch. Es ist auch immer mit dem Nachteil verbunden, dass sowas schnell mal kaputt gehen und sich dann nicht so leicht reparieren lassen kann. Also das ist eben bei der RD07, wenn du es alles selber dran gemacht hast, ist es halt ein bisschen zugänglicher als wie hier. Ist es relativ verbaut. Also ich würde da eh nicht dran gehen, aber ich sage jetzt mal, Julian zum Beispiel, der ja Zweiradmechaniker ist, hätte da sicherlich auch so seine Probleme mit. Und nun zu den Fragen aus der Community, die bisher noch nicht beantwortet wurden. Braucht man diese ganzen technischen Helferlein? Das ist natürlich eine Frage, die ich nur für mich beantworten kann. Ich komme von der RD07 als mein erstes Motorrad. Die hatte einfach zero technische Helferlein, noch nicht mal ABS oder sonst was. Und es hat mir nicht gefehlt, nie gefehlt. So, braucht man es jetzt? Also definitiv nicht, um Fahrspaß zu haben, um Freude im Gelände und überall mit dem Motorrad zu spüren. Aber wenn man es hat, ist es natürlich nice und komfortabel. Das ist einfach die Sache. Vielleicht ist es ein Stück weit, fühlt man sich sicherer. Ja, ich glaube, das ist es irgendwie auch. Naja, jedenfalls ist jetzt hier die Sonne. Ich genieße das gerade noch mal ein bisschen und gebe einfach ab an mich im Video. Okay. Was ich mir umbauen lassen würde, wenn Geld keine Rolle spielt? Ich bin, was Motorradfahren betrifft, simpel gestrickt. Ich will einfach nur fahren und mir die Welt angucken. So Sachen wie Fahrwerkseinstellungen oder der Sound vom Auspuff. Das ist mir relativ Latte. Es gibt allerdings für so Reisen, um das Ganze leichter zu gestalten, 2 Sachen, die ich an der CRF anbauen würde. Einen automatischen Kettenöler und Heizgriffe. Die Kettenschmierung bei der RD07 läuft mit dem nachträglich montierten CLS-Oiler elektronisch. Über ihn reguliere ich auch die Stärke der Griffheizung. Das finde ich deutlich angenehmer, als die Kette von Hand alle 1000 Kilometer einzusprühen. Und ohne Griffheizung ist mir das außerhalb des Sommers einfach eisekalt an den Fingern. Auf langen Strecken, ich friere mir die Finger ab. Das ist nicht schön. Und deswegen als i-Tüpfelchen noch so eine Sitzheizung. Hey, richtig schön, eine Wärme, eine Poppes. Das wäre toll, so ein warmer Poppes. Grilled Karo, bitte ja. Ja. Oh, ein Riesenballon. Ah, wie schön. Da ist noch einer, guck mal, ein roter. Apropos noch Helferchen, ist mir gerade so aufgefallen. Ich weiß ja immer nicht so ganz, wie das so mit dem Luftdruck ist. Also wenn man unterwegs ist, manchmal lässt man den raus, wenn man Offroad fährt. Ich ja eher weniger. Ich fahre ja eigentlich immer konstant immer denselben, weil ich faul bin. Und da fände ich jetzt, wenn ich irgendwie mir aussuchen könnte, welches technische Helferlein ich wirklich sinnvoll finden würde, wäre so eine Reifen-Luftdruckkontrollleuchte, die einem sagt, hier jetzt ist der Luftdruck unter 2,0 oder so. Auf der Straße musst du jetzt mal ein bisschen was drauf machen. Oder wenn einem das irgendwie so angezeigt werden würde, dass man das nicht immer irgendwie an Tankstellen dann testen muss. Weil das ist ja immer so eine Sache, ne? Ich weiß immer vorher schon, ich werde anschließend nass geschwitzt sein. Ne? Vorher im Fahrtwind mit den Klamotten im Sommer irgendwo geht's noch. Aber wenn du anhältst und dann bückst du dich da elendig wie ein Lurch auf dem Asphalt der Tankstelle, dann dann ist man einfach danach nass geschwitzt. Und das versuche ich immer zu vermeiden, indem ich halt meinen Luftdruck nicht so oft prüfe. Da fände ich so ein Luftdruckkontrollleuchtchen irgendwie geil, was mir sagt so, hey, du hast jetzt hier gerade 1, das hatte ich echt auch schon, ne? Ich habe Luftdruck kontrolliert und da war da irgendwie noch 0,9 Bar drauf. Und dann denke ich so, ja toll, ey. Bei den dicken Heidenau Scout K60, die sind ja so dick und stabil, diese Reifen. Da merkst du ja gar nicht, ob du da Luftdruck hast, der gut ist oder nicht. Weil die sind so stabil, da würdest du gar keine Luft in den Reifen haben. Du würdest es nicht merken. Du fährst einfach ohne Probleme mega. Ne? Aber wie gesagt, das ist so
besser natürlich und sicherer, wenn man immer den angemessenen Luftdruck fährt und von daher Luftdruckkontrollleuchte. Das wäre mein Tipp. Da wäre ich dabei. Wie gesagt, ich liebe Einfachheit. Statt die Bedienungsanleitung zu lesen, setze ich mich am liebsten einfach aufs Bike und fahre los. Wenn das Leben also doch ein Wunschkonzert wäre, würde ich mir an den Lenkerenden der Afrika Twin ein paar weniger Knöpfe wünschen. Ob ich die CRF lieber mit DCT fahren würde? Die Chance, das Doppelkupplungsgetriebe mal Probe zu fahren, hatte ich Anfang 2024. In so einer Stop-and-Go-Geschichte, wie wir jetzt gerade hier uns befinden, also an so einer ewig langen Warteschlange bis zu einer Kreuzung hin, ist das natürlich richtig, richtig geil, weil du nicht die ganze Zeit die Kupplung ziehen musst. Hier mit dem DCT, ich gebe einfach Gas und ansonsten muss ich ja nichts machen. Zwischendurch mal auf die Bremse und das ist sehr, sehr entspannend. Ich liebe das hier gerade, lerne das hier gerade lieben, das DCT-Getriebe. Ich glaube, trotzdem ist es schon besser, ein Schaltgetriebe zu nehmen, wenn man bevorzugt auch viel Offroad unterwegs zu sein. Entscheidend ist für mich hierbei zum einen das Gewicht, das durch das DCT erhöht wird. Außerdem möchte ich mich ungern vom Schaltgetriebe entwöhnen. In dem Fall verzichte ich lieber auf Komfort und setze auf das Altbekannte, auf das ich mich aus eigenen Erfahrungen verlassen kann. Hier weiß ich, was ich habe. Und ich hätte Angst, dass das DCT auf Reisen nicht so leicht zu reparieren wäre wie ein Schaltgetriebe, womit wir bei der nächsten Frage wären. Ob ich schon Erfahrungen mit Reparaturen bei der CRF 1100 habe. In dem halben Jahr, das ich sie jetzt fahre, lief sie immer einwandfrei. Bei 12.000 Kilometern steht ein Ölwechsel an und ja, bis dahin fahre ich sie einfach weiter. Was man auf Touren noch selber machen kann, ja, so ungefähr das. Kleiner Scherz. Das ist, finde ich, schwer zu sagen, so pauschal. Also auf Touren werde ich immer versuchen, alles irgendwie selber hinzubekommen oder mit Hilfe von Menschen, die Ahnung haben. Ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass wenn man die Wartung regelmäßig macht und so wie vorgeschrieben, dann hat man auf Touren im Grunde genommen nichts zu erwarten, es sei denn, man hat irgendwie einen Unfall oder sowas. Aber wie gesagt, bisher auch bei der RD07 hatte ich da keine Probleme mit, wenn ich alle Wartungen und Inspektionen so gemacht habe, wie das die Intervalle vorsehen. Und zu guter Letzt das Thema Gepäck. Wie ich mit dem Gepäcksystem zurechtgekommen bin. Die Alukoffer der CRF 1100 sind besonders auf Touren eine Top-Aufbewahrungsmöglichkeit für alles, was mit soll. Dazu auch bald mehr in einem Packvideo von Sardinien. Der einzige Einsatzort, wo ich lieber auf Softgepäck zurückgreife, ist Offroad. Da mich hier die Angst hemmt, ein Koffer könnte mir die Wade brechen, wenn ich mal das Bein nicht schnell genug hochbekomme. Den Fuß direkt hinterm Koffer ist wirklich einer der Hauptgründe, warum ich die Softbags habe. Das Fazit. Ja, insgesamt einfach mega geiles Motorrad. Also macht richtig, richtig, richtig Spaß. Das sage ich jetzt nicht, weil ich sie umsonst fahren darf, quasi, sondern weil ich das einfach echt gerne mache. Jeder Motorradfahrer hat seine eigenen Vorlieben. Ob Rennstrecke, Motocross oder Reisen. Für jeden Weg seiner Leidenschaft nachzugehen, gibt es das perfekte Motorrad dazu. Welches das für mich ist, wisst ihr jetzt. Fühlt euch frei, in den Kommentaren zu hinterlassen, was eure Erfahrungen mit der Afrika Twin sind oder welches Motorrad für euch das passende ist. Ich möchte mit diesem Video nichts idealisieren. Alle Motorräder haben ihre Vor- und Nachteile. Und das ist auch gut so. Bevor das Video endet, lasst noch schnell ein Like und ein Abo da, falls noch nicht geschehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich auf euch beim nächsten Video. Bis denne!